Ja, es waren schon sehr spannende Ergebnisse und viele Ergebnisse im ersten Teil. Das K2-Meter war äußerst aktiv und es hat viele Rückmeldungen gegeben von der Ovilus-App und von der Spiritbox. Ja, ich denke auch, wir brauchen jetzt keine große Ansprache halten. Legen wir am besten gleich los mit dem nächsten Abschnitt von der Ermittlung, und zwar dem Rundgang mit der Kinect. Gut. Wir haben jetzt leider in der Pause, wenn wir die Kinect hergerichtet haben, ist die App weitergelaufen. Ein paar interessante Sachen. Und zwar das erste war unsichtbar, ich glaube, das war vorher noch nicht. Stimmt, ja. Die Beerdigung. Was denn? Wieder mal für einen Ort. Das Schiff, das war, ja, okay, Asche. Zahl 35. Klein, Hämmern und Spielzeug. Was wieder mit dem da gut zusammenpasst. Ja. Sehr interessant, ja. Hämmern vielleicht im Sinn von Werkzeug. Das ist zwar ein Schraubteil, aber Haben wir das vorher gesehen? Da steht noch Religion. ja, Religion war auch dabei. Ja, Okay. Kinect läuft auf jeden Fall. Wir nehmen die App wieder mit, oder? ja natürlich. Ja. Und dann gehen wir eine Runde. Das liegt ja noch unverändert da. K2 Meter kann er auftun. Und K2 Meter auf jeden Fall, ja. Und EVP läuft. Ja. Gut. Dann schauen wir noch eine Runde. Du hast vorher total. Dort geht's abwärts. Du hast vorher total merkwürdig reagiert. Ja, du hast irgendwie ein suffisantes Grinsen mit bösartigen Augen drauf gehabt. Echt? Ja. Ich habe über Und ich kenne dich jetzt schon so lang. Aber das war mir jetzt richtig selbst unangenehm. okay. Gut, das ist ein Kreuz, das ist einmal klar. Mit dem braucht man nicht sprechen. Wir haben ein Gerät, Gibt immer wieder einen Pegelausschlag. da könnt ihr versuchen, Gleichgewicht. Ja, okay. Da könnt ihr versuchen, euch zu zeigen. Wieder ein Ausschlag. Emma. Emma, okay. Ist die Emma da? Wir haben gehört von einem kleinen Mädchen mit Zöpfen. Ja, stimmt. Ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen, das im Blitzlicht immer kurzzeitig zu sehen ist. Wie sie über den Platz läuft. Das von Leuten, die schon sehr oft hier waren. Das ist immer dieser Pegelausschlag bis ungefähr in die Höhe. Die Nadine hat uns ja von dem Mädchen erzählt. Und sie hat gesagt, es ist ungefähr in der Höhe so groß gewesen, wie bei uns das K2 Meter aufhört zum Ausschlagen. Ja. Versuch einmal Kontakt aufzunehmen. Nebel. Vorher da beim Grab, Ja, das war vom Oskar das Grab. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Da ist vom Boden so eine kleine Nebelwolke aufgestiegen. Ja, aber sie ist mutig. das kleine Mädchen ist mutig. Und heißt du Emma? Das, Ja, das schlägt aus. das war total arg. Sehr deutlich. Hallo? Ja, Das war total arg. Da kommt auf einmal Nebel rauf, ja, und das ist nicht so kalt. ja es Das war ist nichts irgendwo zu Nebel. sehen für mich. Ja. Und es raucht auch keiner hier, klarerweise. Wieder Pegelausschlag. Möchtet ihr euch auf unserem Gerät hier zeigen? Könnt ihr Form und Gestalt annehmen? Ja, da haben wir wieder einen Pegelausschlag. Bist du hier, Emma? Begleitest du uns hier? Und schon wieder ein Pegelausschlag. Aha, ganz unten ist er auch wieder weg. Wieder. Ist ziemlich genau in der Mitte. Was da auf so einem alten Friedhof Ja. so viele Pegelausschläge sein sollen, das wundert mich nicht. Es hat zuerst
ist der Pegelausschlag weg gewesen, wenn ich es gesenkt habe. Jetzt ist er auf tiefer Position ebenfalls. Und wieder weg. Du kannst uns gerne etwas sagen, Emma. Vielleicht können wir dir helfen. Auch wenn wir dich jetzt nicht hören, vielleicht hören wir dich bei der Auswertung. Das würde uns sehr freuen und wenn wir dir helfen können, machen wir das auch. Wieder Ausschlag und weg. Jetzt sieht man was auf der Kinect. Gut, kannst du mal ein bisschen darüber gehen? Also der Kurt ist es nicht. Stimmt, Kannst du dich noch erinnern, dieses Grab? ja. Weißt du es noch? Ja, Weißt du, wo wir da sind? das ist bei der Mutter von Oskar. Daneben. Dort, wo wir schon einmal Aktivität gesehen haben. Genau da sind wir. Wieder. 3/4 Jahr später. Das war der einzige Punkt, wo das K2-Meter jetzt ausgeschlagen ist. Damals, ja. Und jetzt beim Hergehen, Nein, also ich weiß nicht. was auch das einzige Mal jetzt. Okay, jetzt sind wir natürlich ein Stück weiter Aber ist weg. wieder da. Ja, ja. Aber immer nur kurz. Und es ist nicht das Kreuz. Nein, es ist da braune Augen. Welche Augenfarbe hast du? Ich habe braune Augen. Und ich? Ich glaube auch. Sag mal, wie lange kennst du mich du schon? Ich schaue mir das nicht so. Ja, auch. Ja. Ja, ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Ja, mach einmal Fotos bitte und zwar daher. Ein Stück rechts davon, oder? Ja, ohne Probleme. Genau wie du blitzt hast, ist es verschwunden. Nochmal? Ja. Das ist ein Stück rechts. So. Links ist das mehr, ja. Links. Nochmal? Ja. Mich stören. Oh. Echt jetzt? Wir wissen jetzt nicht, ob das eine... Anna. Zuerst die Emma, jetzt die Anna. Gehört ihr zusammen? Wir wissen jetzt nicht, ob das Gerät, das wir hier mit haben, etwas Falsches sagt oder ob ihr das seid, die uns sagen, dass wir stören. Könntet ihr euch bitte mal ganz groß machen? Das wäre dann für uns vielleicht ein Hinweis. Ja, der Pegelausschlag ist auch wieder. Fest. Könntest du dich bitte so groß wie möglich machen einmal? So groß du noch kannst. Weg. Hart arbeiten. Und ein Pegelausschlag. Es sind sicher Leute hier, die hart gearbeitet haben, irgendwo in der Nähe vom Donauufer Ja, und dann einfach hineingefallen sind. Da Ja. war jetzt nur ein Kreuz. Ja, der Pegelausschlag kommt sehr intensiv jetzt und regelmäßig. da wieder. Ja, Sitzt du hier? Könntest du bitte einmal aufstehen?
könntest du dich bitte In der Zeit steht hier, aber gesagt hat er ganz was anderes. Irgendwas mit in der Buchstabe und dann ja, H-E-I-T. in den Busch oder in der Busch, keine Ahnung. Du bist hier, du sitzt hier im Grünen. Stimmen. Ja. Hörst du unsere Stimmen? Kannst du uns wahrnehmen? Kannst du uns vielleicht nur hören und nicht sehen. Da schau mal. Mach dich doch bitte einmal ganz groß oder komm doch einmal näher zu uns her. Kannst du bitte einmal zu uns kommen? Ich habe da Schritte gehört. Okay, ich habe jetzt nichts gehört. Jetzt sind es 2. Hast du es gesehen? Kurze Bestätigung. Ja, okay. Könnt ihr einmal bitte kurz dieses Gerät ganz lange leuchten lassen? Das schafft ihr, indem ihr versucht, das Gerät zu berühren. Wir sehen euch hier. Ihr sitzt hier am Boden. Könntet ihr bitte mal aufstehen und näher kommen? Pegelausschlag. Okay, könntet ihr jetzt bitte das Gerät wieder auslassen? Das wäre für uns ganz wichtig, weil wenn das ein paar Mal funktioniert, wir wollen euch damit nicht am Nerv gehen. Wir möchten gerne herausfinden, ob es nach dem körperlichen Tod noch eine Existenz in irgendeiner Form gibt. Also könntet ihr jetzt bitte von diesem Gerät weggehen. Oder, danke sehr. Und jetzt wieder hingehen bitte. Jetzt wieder berühren, ich weiß, ich möchte euch wirklich nicht nerven damit. Wir können es nur anders nicht feststellen. Nicht mit an, jawohl, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Danke sehr und jetzt bitte noch einmal weg. Einfach wieder ein paar Schritte zurück. Da auf der Kinect spielt sich so ordentlich ab. Ja. Seid ihr menschliche Seelen? Tretet bitte wieder zurück von diesem Gerät. Oder machen wir es anders, wenn wir weitergehen sollen von hier, woanders hin, dann lasst das Gerät bitte jetzt aus. Das Interessante ist, dass bei der Erstbegehung bei Tageslicht hat das K2 überhaupt nicht ausgeschlagen. Ja. War total still. Ja. Ich sehe dich hier. Kannst du dich bitte ganz groß machen? Ja. Ich halte fest, es ist jetzt größer geworden. Kannst du dich jetzt bitte noch einmal ganz klein machen? Wieder, ja. Ja. Kannst du es noch kleiner? Kannst du dich noch kleiner machen, bitte? Siehst du in dem Moment? Aufgehört und geht sofort wieder weiter. Also es ist. Kannst du dich bitte noch einmal kleiner machen? Ganz klein.
Gibt es einen Himmel? Wenn ja, dann berühre bitte dieses Gerät hier in Jürgens Hand, ganz kurz nur. Es kann sein, dass diese Seelen, die hier gefangen sind, das Das gar kann nicht ich sagen wissen. können. Ja. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Gibt es ein Jenseits, eine Existenz nach dem körperlichen Tod? Dann berührt bitte dieses Gerät hier. Verschwunden. Ja, ganz eindeutig. Wir möchten uns für die Störung entschuldigen. Wir gehen jetzt noch ein Stück weiter. Zum Gebäude hin, weil Meinst du? er hat zuerst gemeint, Gebäude bei der Emma. Ich glaube, das ist schon eine Zeit lang her. War das jetzt arg? Ja. Und vor allem dieses Jahr, in welcher Art und Weise, wie das gekommen ist. Ja. Was hältst du davon? Und wir haben Nur warten. nur, okay, da habe ich auch eine Idee dazu. Ja. Aber jetzt stell dir das einmal vor. Mhm. Die App liefert absolut nicht mehr das, was wir sonst bei den anderen Orten gehabt haben. Ja, stimmt. Die liefert komplett andere Ausgaben, wieder sehr passend. Man kann viel interpretieren, man kann sich viel in Sachen hineinsteigern und fehlinterpretieren, aber Vergeben. und diese direkten Antworten, ja, wie dieses Ja, bei dem Ja ist mir jetzt richtig kalt über den Rücken gelaufen. Okay, Das war schon irgendwie, das hat mich beeindruckt. okay. Was war jetzt noch? Vergeben. Nur vorher? warten. Nur warten, ja genau. Sie warten darauf, dass Genau. ihnen vergeben wird. Denn nachdem das ja auch Selbstmörder sind, die hier begraben wurden, Ja, laut der Bibel. aus der Vergangenheit. Laut der Bibel gibt es sozusagen keinen Eintritt in den Himmel für Selbstmörder. Ja? Mhm. In der Bibel geht es um Vergebung. Sie warten hier. Und aus der Vergangenheit war sonst noch. Mhm. Ja. Okay, das heißt, ihr habt in vergangenen Zeiten gelebt und Wieder Ausschlag. ihr wartet hier auf die Vergebung. Von ihnen. Ihr wartet auf die Vergebung von ihnen. Wer ist ihnen? Kannst du uns das bitte sagen? Auf wessen Vergebung wartet ihr? Und noch einmal vielen Dank. Vergiftet. Das K2-Meter, das ist unglaublich. Stimmt, das war absolut still beim ersten Mal. Bei Tageslicht war gar nichts. Okay, da ist jetzt nur ein Kreuz drauf. Und es hört auch immer in dieser Höhe auf zum Ausschlagen. Also hingeschrieben hat er Zeichen. Und was er von sich gegeben hat, Zeichen buchstabiert, oder? ja, Gebt uns doch bitte ein Zeichen, dass noch wer hier ist. ich würde sagen, das K2-Meter sagt eindeutig. Ich habe das K2-Meter noch nie so aktiv gesehen. Stimmt, ja. Das heißt, es gibt eine Zwischenwelt, sozusagen einen Warteraum, der für Seelen nach dem Tod bestimmt ist. Geht es dabei um die Offenbarung?
auf die Wartezeit im Fegefeuer auf den Tag des jüngsten Gerichts. Könnt ihr uns das bitte bestätigen oder dementieren? Das hört gar nicht mehr auf. Gell? Ja, es setzt dann immer wieder mal kurz aus, aber es schlägt die meiste Zeit aus. Aber ich verstehe das gar nicht. Ja. Es ist, Und es hört sicher wieder auf in der Höhe. wie wir herkommen sind. Ja. Die Höhe. Passt jetzt wieder so. Welche Störung? Das Ganze ist ja ein bisschen in einem Tal abgesenkt. Da ist wieder. Ja, welche Störung ist in so einem Tal? Da, ja. Vor allen Dingen, dass es solche Ausschläge gibt. Also wenn man will, dann muss man schon ein relativ starkes Magnetfeld erzeugen oder weiß nicht. Und das ist ja auch nur in unmittelbarer Nähe dann möglich. Aber das, Okay, was anderes, wenn das von einer Seele oder von einer paranormalen Kraft erzeugt werden würde, dann würde mir das Angst machen, weil dann würde ich fragen, okay, wozu ist diese Kraft noch fähig? Aber bei der Erstbegehung war es ja so, 20. bei der Erstbegehung war es ja so, vorher, wie es noch hell war, dass das Katzometer gestiegen ist. Genau, absolut. Und zwar total geschwiegen. Das Katzometer, das hat überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Verheiratet. Ah ja. Jetzt blinkt es die ganze Zeit, also ich kann mich bewegen. Es wird immer intensiver, meiner Meinung nach. Alex. Ja, ich höre dich. Ja, bisher war es so, wenn es ausgeschlagen hat und ich bin weitergegangen, hat es aufgehört, aber es geht jetzt permanent. Ja. Jetzt ist einmal die Frage, was haben wir bis jetzt? Maschine. Ja, man hört im Hintergrund einen. Aber nicht nur eine Maschine. Es sind ja auch etliche Maschinen im Umfeld. Sind Kastanien schon reif? Dann ist jetzt da was geflogen. Okay. Brechen. Aber ich habe jetzt wieder nichts gehört. Also es begleitet uns. Was haben wir bis jetzt? Ja. Wir haben Namen. Emma, Anna. Die sollten wir auf jeden Fall recherchieren. Da vorne die Aufforderung, hineinzugehen, nicht oder zu stören, auf jeden Fall. Ja. Was haben wir noch? Ja, wir haben hier diese Buchstabierzeichen, die wären interessant, ob man da irgendwas rausfinden kann. Vergeben, vergiftet war dabei, verheiratet. Aber dass das gewartet wird auf Vergebung. Ja, stimmt, da hat es einen richtigen Zusammenhang gegeben bei mehreren. Okay. Gut. Und da vorne auf der Kinect ist was aufgetaucht. Wir werden das machen jetzt. Das Katzometer. Das ist wirklich spannend, ja. Also, Wir werden das Katzometer gar nicht mal, mal. weißt du, was wir jetzt machen? Wir legen das Katzometer vorne zu einem Versuchsaufbau hin. Lassen das dort einfach mal liegen und schauen einmal. Wenn wirklich das der Fall ist, ja, dass mit diesem Katzometer so gerne gespielt wird, dann wird vielleicht mit anderen Sachen auch gerne gespielt. aber außerhalb der Friedhofsmauer, wo wir durchgegangen sind, ist das K2-Meter bei weitem nicht so aktiv. Wir versuchen es. Aber ich denke mal, es könnte sein, dass vielleicht das auch so eine Art Grenze für die Präsenzen darstellt. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, Also, das ist ein guter Gedanke auf jeden Ja. Fall. Gut, aber wir sind ja hier, um das herauszufinden, wie das funktioniert. Aber das ist so Bauart. ja, die Zuordnung nicht. Ja, was bleibt uns jetzt noch? Was bleibt jetzt noch? Portal. Wieder mal. Und wieder los Obwohl, geht's. ich muss sagen, mir ist mehrfach abgeraten worden, hier eine Portalsitzung zu machen. Ja.
Ja, weil sehr viele Leute der Meinung sind, dass es unangenehm werden könnte. Jetzt ist die Frage, was muss gut sein oder Süß. machen wir das? Also ich bin dafür, wenn wir schon da sind, dass wir es auch machen. Also für Ich mich hab's befürchtet. wäre es kein Problem. Was für dich auch okay ist. Naja, Aber wenn es Ja. ein Problem für dich ist, wir haben das Prinzip, wenn es einem Teammitglied nicht so gut geht dabei, dann lassen wir es. Von meiner Seite her wäre es okay. ja, okay, machen wir's. Dann gehen wir zurück zum Stützpunkt, dann überprüfen wir den Versuchsaufbau, platzieren das K2-Meter und Gesegelt. Das ist möglich, auf der Donau kann man segeln. Ja, dann passiert's. und dann passiert es. Ja, also wir holen das Portal ja, und legen das K2-Meter mal ab und schauen mal, was dabei rauskommt. Die Apokalypse haben wir, das haben Die wir beim Apokalypse. letzten Mal auch schon mal gehört. Nein, ich glaube, da waren es die 4 Reiter, oder? Stimmt, ja. Die haben wir dort, die Apokalypse selber nicht. Ja, vielleicht. Steht uns die Apokalypse bevor? Viele Leute glauben das nämlich. Kannst du uns Auskunft dazu geben? Bitte? 52. Was mir aufgefallen ist, dass sich die Stimme auch immer wieder ändert. Ja, stimmt, ja. Das hat sonst nicht so gemacht, gell? Es ist schon ein paar Mal passiert, ja, aber es passiert eher selten. Es war beim Schwimmbecken, ist das passiert. Und irgendwann einmal später auch noch. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf. Auch noch einen Blick zurück. Also mit einem Ausschlag. Der Ausschlag ist hier auf jeden Fall wesentlich gemäßigter als da hinten, mitten unter den Gräbern. Kühl. Ja, es wird kühler, ja. Wieder Pegelausschlag ordentlich. So, und jetzt schauen wir, wie das ist, wenn wir da das Wenn du uns Gelände folgst, verlassen. dann kommst du zu dem Aufbau, wo Spielzeug liegt, das du verschieben könntest. Du kannst uns auch gerne folgen. Keller. Gut, dann Aha, aber doch. jetzt schon, ja. Dann gehen wir mal rüber zum Versuchsaufbau. Ja. Der Versuchsaufbau ist genau hier und jetzt ist wieder weg. Ah, da, genau, das ist die richtige Richtung. Mann. Ja, hier sind einige Männer. Aber keine Bösen. Alles gut, ja, Leg's einmal ab. genau. Vielleicht nicht neben das Diktiergerät, Ja. sondern daher. Und ich richte jetzt einmal Das Portal her. das Portal her. Ja, das Trigger-Experiment, leider, weil vermutlich falsch platziert von dir, Ich streite alles ab. blieb weiterhin ohne Ergebnisse. Die Kinect war diesmal für mich sehr interessant. Beim allerersten Besuch in der ersten Staffel, da haben wir ja an derselben Stelle dieselben Ergebnisse gehabt. Ja. Immer 1 bis 2 Gestalten, wenn man es so nennen möchte, bei denselben Gräbern. Und ich schließe da eine Fehlinterpretation diesmal definitiv aus, weil beim ersten Besuch, da waren die Gräber, ja, laut Herrn Fuchs auch gerade, man hat es auch gesehen, frisch gepflegt und es waren dort keine langen Halme und diesmal sind die Gräber mehr verwachsen. Ja, sie waren nicht ungepflegt, aber es war einfach, die Pflanzen waren viel länger und das Bild war eindeutig ein anderes, aber dennoch zeigt die Kinect an genau den gleichen Stellen
wieder etwas an. Und zwar zwei Gestalten, eine große und eine kleine. Dazu kamen dann noch die Meldungen von der Ovilus-App. Genau. Zunächst einmal die Namen, das war Jonas, Emma und Anna zu hören. Und dann gab es auch noch weitere Meldungen. Sie ist mutig, braune Augen, fest und hart arbeiten. Ja, Stimmen war dabei, das Wort, wobei wir jetzt nicht genau, also wir nicht genau wissen, ist es eine Bestätigung für meine Behauptungen oder vielleicht, dass unsere Stimmen wahrgenommen werden. Das kann jetzt Verschiedenes bedeuten. Aber richtig, durch Mark und Bein ist mir dieses langgezogene Ja, aus der Ovilus-App, das war echt arg auf die Frage, ob es ein Jenseits gibt. Und an der Stelle habe ich dann schon ein bisschen das Flattern bekommen und dann auch kurzzeitig einmal überlegt, direkt nach Hause zu gehen. Es hat dann eben auch noch so Meldungen gegeben, wie ich zuerst schon erwähnt habe, dass nur warten, vergeben, aus der Vergangenheit, war auch sehr passend, wenn man bedenkt, dass man da am Friedhof war. Und dass vielleicht wer auf die Vergebung wartet, für das, dass man sich selbst ermordet hat. Ja. Von Ihnen hat es gegeben, kann man jetzt interpretieren, vergiftet. Ja, das ist wiederum etwas, weil der Friedhof der Namenlosen, wo Selbstmörder begraben werden, könnte auch wieder passen. Hinter Gittern, Maschine, Kühl, Keller und Mann. Ja, wenn man aber dran denkt, oder wenn ich dran denke, was einem anderen Teammitglied und mir die kommenden Tage nach der Ermittlung passiert ist, ja, bekommt das Ganze schon wieder einen völlig anderen Charakter für mich. Wir werden am Schluss der Episode noch näher auf diese Vorfälle auf jeden Fall eingehen. Ja, ich muss dazu auch sagen, es war auch für mich jetzt da schon ein bisschen beunruhigend, was da dann passiert ist. Und sogar für mich, also ich bin da wirklich ein Pragmatiker an und für sich, aber das war schon arg. Also wir reden dann noch drüber. Nach den heftigen Ausschlägen vom Calzometer war es uns auf jeden Fall sehr wichtig, eine Gegenprobe zu starten mit einem anderen Gerät, mit einem noch sensibleren Hoch- und Niederfrequenzmessgerät, um irgendwie die Ergebnisse vom Calzometer zu legitimieren, zu überprüfen. Und das war an der Stelle einmal vor dem Portal noch der nächste Schritt. So, bevor wir da jetzt das Portal machen, würde ich gerne mal schauen, der Calzometer-Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Das ist ein Hoch- und Niederfrequenzmessgerät, das eigentliche Beleuchtung hat. Genau. Kann nochmal wieder kurz herkommen. Ja. Mikrovolt pro Quadratmeter und Mikrotesla. Steht auf 0. Ja. Wenn da irgendwelche Störungen auftreten drinnen, die in einem relevanten Bereich sind, ja, dann fängt es zum Piepsen an. Ansonsten sieht man einfach einen Ausschlag. Okay. Ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt machen wir da nur eine kurze Runde. Wir gehen da rein, schauen uns das an. Ja. Und wenn da nichts ist, dann bin ich momentan mit dem Calzometer Latein am Ende. Ja. Das ist noch sensibler als das Calzometer. Ja. Und eigentlich, man kann sagen, dass es bei jeder Kleinigkeit schon zum Piepsen anfängt. Es piepst, okay. Das piepst, ja. Und ich sehe auch da den Ausschlag, wenn es ist. Zum Beispiel, wir verwenden Ansteckfunk. Ja. Wo ist denn deiner zum Beispiel? Steht hier. Ja. Hoppala. Und der müsste aber so schwach sein, dass das Gerät nicht reagiert. Mal aufdrehen. Ja. Also der Funk ist es nicht, das ist alles auf 0. Mikrotesla und Volt pro Quadratmeter ist es. Ja. Das ist es nicht. Hast du das drauf? Okay. Das ist nämlich ein schöner Gegentest zum K2. Die weiteren, also das K2-Meter, das misst ja im Niederfrequenzbereich. Ja, das misst Hoch- und Niederfrequenz. Das K2-Meter geht im Hertz, Megahertz
Nein, Hertz- und Kilohertzbereich. Okay. Ja, das ist niederfrequent. Ja. Und Ja. das Gerät, auch Zeigt bei uns mir, so an, ja. ja, das ist die ganze Zeit auf Null. Mhm. Jetzt gehen wir da noch vor zu dem Grab, wo es geheißen hat, wir stören. Mhm. Wir stören halt leider jetzt noch einmal, aber nur ganz kurz. Elektromagnetisches Feld ist 0, Ja. 0 Mikrotesla, 0 Volt pro Quadratmeter. Das ist wirklich interessant. Es gibt noch andere Messbereiche, also wir waren jetzt gehen wir in den anderen Messbereich. Jetzt waren wir hoch, jetzt sind wir niederfrequent. Mhm. Also das eine kann man sagen WLAN und Funk Ja. und so, und jetzt sind wir halt mehr im Haushaltsbereich, Stromleitungen und so Sachen. Dann mache ich noch einmal einen Check beim Funk. Mhm. 0,0 zeigt an, ja. Ja, bei dir. Ja, ja. Ja, und der ist aber ein, man sieht die Lämpchen leuchten. Also von uns kommt das nicht. Mhm. Und das wollte ich jetzt wissen, wenn das Gerät auch Störungen misst. Ja. Das kann man das physikalische Störungen? Ja, oder? Elektromagnetfeld. Ja, ja, klar. Ja. klar. Aber da ist nichts. Das gibt mir auf jeden Fall zum Nachdenken. Ich glaube, das letzte Mal, wie wir das Portal gemacht haben, sind wir da. Was Ist ist das noch nie so aufgefallen, oder ist auch ein Stofftier oder ein Krokodil? Ja. ein Krokodil? Mir jetzt auch gerade das erste Mal aufgefallen. Das ist interessant. Gut, dann holen wir jetzt wirklich das Portal. Ja. Ja, also ich denke, dass der Rundgang mit dem Messgerät eine wirklich gute Idee war. Ja, es hat einen Hoch- und einen Niederfrequenzmodus und es ist die ganze Zeit bei 0,0 stehen geblieben. Ja, das Ganzometer würde in der Regel auf Geräte wie zum Beispiel Handfunkgeräte reagieren. Es reagiert aber nicht auf die Funkfrequenz, genauso wenig wie beim Handy jetzt, sondern auf die niederfrequente Abstrahlung von diesen Sende- und Empfangsmodulen, die in den Geräten verbaut sind, und das maximal bis 50 cm mit gut Glück auf 1 Meter Entfernung. Der große Irrglaube beim K2-Meter ist ja, dass das auf WLAN oder Mobilfunk reagiert. Ja, und das ist aber gerätespezifikationstechnisch absolut unmöglich. Auch unsere Ansteckmikros arbeiten im Hochfrequenzbereich und deshalb löst auch das K2 da an der Stelle nicht aus. Ich hoffe ja, dass die Tatsache, was die Funktion vom K2-Meter betrifft, nach den ganzen Jahren endlich einmal die Runde macht. Es wäre schade, wenn aufgrund der Unkenntnis von diesem Gerät, wie es funktioniert, viele Ergebnisse fehlinterpretiert werden. Ja, und obwohl, wie schon öfter gesagt, mehrfach davon abgeraten, waren wir dann doch gespannt, was uns das Portal bei der Sitzung zu sagen hatte. Diesmal gezwungenermaßen, weil auf Gräber setzen ist nicht, in der mobilen Ausführung. War jetzt schon ein längerer Abend. Wir machen jetzt noch die Runde im Portal. Wir werden es aber nicht stationär machen, sondern einfach die Runde gehen. Ich denke mal irgendwo hinsetzen oder so. Ja, das machen wir nicht. Ja, passt. Wir gehen eine Runde durch
Schauen wir mal, was kommt. Wir nehmen wieder die Handy-App mit. Ja. Ja. Machen wir eine Runde. Schalten wir uns mal ein. Aber es funktioniert jetzt. Vor dem Tisch. Die Lampe, genau. Hast du auch schon gehört? Was? Ich habe schon wieder Dämon verstanden. Also, nein, das habe ich jetzt wieder nicht gehört. Tot. Was mit Gebet? Ich habe es nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass wir mit dem Portal herumlaufen. Gell? Ja, stimmt. Dieses Gerät ist auch ziemlich laut, wir wissen es. Vielleicht könnt ihr über dieses Gerät mit uns sprechen jetzt. Was war das? War das ein aggressives Nein? Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Entschuldigung, dass wir noch einmal stören. Wir würden bitte gerne von euch Antworten bekommen, wenn euch das möglich ist. Ganz gewiss nicht. Versteckt in Wirklichkeit. Ist noch jemand hier bei uns? Wir haben vorher hier jemanden gesehen. Kannst du mit uns sprechen, bitte? Wer ist, wer ist denn hier bei uns noch? Wisst ihr unsere Namen? Schattenbilder. Könnt ihr bitte meinen Namen sagen? Ich verstehe es nicht. Das sind auf jeden Fall unangenehme Jungen. Hat uns vorher jemand begleitet, wie wir das Gerät mit den Lampen hatten? Und das Gerät die ganze Zeit berührt? Kannst du bitte kommen mit 5 Minuten? Danke. Ihr wisst ja, wir sind deswegen da, weil wir gerne wissen wollten, ob es nach dem körperlichen Tod noch eine Existenzform gibt.
Da tut sich jetzt gar nichts mehr ändern. Ich sage mal, es schaut so aus, als ob es sich noch initialisiert. Aber es dauert jetzt schon sehr lange. Da kommt aber trotzdem immer was, aber ohne schriftliche Ausgabe. Ja. Ist einfach ruhig. Ich habe es nicht verstehen können. Es hätte Intuition heißen können. Wer hat vorher die ganze Zeit die Lampen leuchten lassen? Es gibt einen Gott und Gefahr. Ja, sind wir hier in Gefahr? Ist hier eine Macht, die uns hier fernhalten möchte? Zu wenig? Sag doch bitte einen unserer Namen. Schon bald. Was ist denn schon bald? Ihnen zeigen. Und man kann es nicht lesen, ich habe es nur verstanden. Wer wird was, wem schon bald zeigen? Und 8 Tage lang. Kommt das jüngste Gericht bald? Mit dem Krug. Viele Leute sagen ja, wir leben in den letzten Tagen. Viel Alkohol. Ja. Das Gedudel? Ja, ich habe auch so verstanden. Erstgeborene. Hörst du das, wie die Vögel auf einmal zwitschern? Habt ihr das gehört? Ja, klar. Bildung haben mich. Immer gewesen. Tabelle. Ermittler. Okay. Ihr habt hier die Möglichkeit, Das ist ein Traum. Euch bemerkbar zu machen, uns eine Botschaft zu hinterlassen,
Nächste oder Liste. Wurde gejagt. Normal. Sogar. Gibt es Dämonen? Ja. Ich gefragt habe, gibt es Dämonen? Ist da jetzt Dämon gekommen? Ich hab's jetzt nicht gehört. In einer tiefen Stimme. Möchtet ihr euch hier noch bemerkbar machen, solange wir hier sind? Könnt ihr uns wahrnehmen? Einem Dokument. Wisst ihr, welches Jahr wir haben? Nicht betrunken. Dort links. Leuchtest du mal darüber? Leuchte mal aus, ob da wer steht. Was? Geblendet. Nein, oder? Wirklich? Ja. Ich leuchte hin und jemand ist geblendet. Ja, gib mir das einmal bitte. Aber wir sehen niemanden. Kann jemand mit der Kamera herkommen? Ich hoffe, man sieht das. Da, was? Zuerst dort links und dann leuchten wir hin. Und in dem Moment, wo wir hinleuchten, kommt geblendet. Nie tun. Was ist drauf? Ja. Wer ist denn dort oben? So schmerzhaft. Erzählt uns doch bitte eure Geschichte. Jedoch ohne.
Wo befindet ihr euch gerade in diesem Moment? Hier ist Eva. Irgendwo hinaus. Wo befindet ihr euch gerade? Jetzt in diesem Moment. Ja, ein Modell. Ja, das nicht. Dreh auf. Na, dreh ab. Respektvoll. Of zijn remote. Könnt ihr hier bitte noch Geräusche machen? Oder euch zeigen, das kleine Mädchen mit den blonden Zöpfen. Wie ist dein Name? Den Burgruinen. Louis. The friends were safe around. Klopfen. Es schien mir doch Klopfen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. ein großen Weg. Auf es war. Ich habe gerade eine Entdeckung gemacht. Ja. Wir haben ja mal das Gefühl gehabt, Spinnweben im Gesicht zu haben. Und ich habe dann überall geschaut und habe gesagt, ja, also ich habe nichts gefunden damals. Und der Chris hat damals gemeint, ja, es könnte sein, so äußern sich Berührungen. Man sieht es jetzt mit der Kamera nicht, man braucht nicht draufleuchten, ich leuchte in die Bäume rein. Siehst du das da? Ja. Siehst du es? Ja, ja. Man wird es mit der Kamera nicht sehen, aber das sind ganz lang gezogene, über Meter Spinnweben oben. So was wie ein Nylonfaden, der da reflektiert. Das ist es nicht auf der Kamera, oder? Ja, das wirst Ja, du das wird man nicht sehen. nicht sehen. Aber auf jeden Fall da über uns ist alles versponnen. Ja, es ist schwierig. Möchten geopfert. Irgendwie mal. Sehr schwierig. Nicht bewegt. Seid überfliegt. Wir werden euch jetzt dann gleich in Ruhe lassen. Wir werden uns zu Hause das ganze Material, was wir gesammelt haben, einmal ansehen und nochmal anhören. Wir möchten uns bedanken. Wir werden wahrscheinlich noch einmal wiederkommen, wenn wir etwas gefunden haben oder gehört oder gesehen haben. Hier sind wir noch den Sterbenden. Aber für heute ist es dann jetzt gleich die letzte Gelegenheit, uns etwas mitzuteilen. Voll. Ich würde sagen, wir bleiben einfach 2-3 Minuten noch ruhig. Ja, und dann Zunge. Niemals dort getroffen. Ein Hut. Oh, was? Fußenblatt. Down the apocalypse, we're kind-hearted.
العيري هذا شمشيك Botschaft von ihm. Welche Botschaft? Untreulichnis. Here, the best. Schnackten Fett. Oh, yours. Wir bedanken uns wirklich vielmals für diesen interessanten Abend, für diese interessante Nacht. Entschuldigung, dass wir hier gestört haben, dass wir so neugierig sind. Danke für die Antworten, die wir direkt wahrnehmen haben können. Vielen Dank auch für die Antworten, die wir vielleicht noch hören werden. Wir werden jetzt gehen. Und ihr bleibt hier. Ihr dürft nicht mit uns mitkommen. Unser gemeinsamer Weg endet bei diesem Ausgang. Ihr bleibt alle hier. Ich bin es. Du bleibst aber auch hier. Alle bleiben hier. Die Zwangsvollstreckung, was hast du gehört? Nein, das ist nicht gehört. Ich sage, alle bleiben hier. Wir gehen alleine. Ich habe gehört, der Zwangsvollstrecker. Ihr bleibt alle hier. Ab dem nächsten Schritt gehe ich alleine. Ja. Jetzt können wir noch zum Versuch rüberschauen. Ja. Da hat sich nichts bewegt, das Gerät hat sich ausgeschalten. Also augenscheinlich hat sich da jetzt nichts getan. Schauen wir uns dann nachher dann auf der Kamera noch an. Ja. Gut, dann einmal auswerten das Ganze. Und dann werden wir entscheiden, ob wir noch mehr kommen oder nicht. Ja. Ja, eine sehr spannende Portalrunde, wie ich denke. Hier ein paar Antworten zusammengefasst, wie zum Beispiel: er war freundlich, Dämon, Ärger, ihr, wer ist dort? Ja, dann kam auch noch gleich 2. Ich heimkomme. Ja, wir zwei wahrscheinlich, oder? So auf die Art, so ja, gleich 2. Ja, stimmt. Oje. Ja, stimmt. Ja, Was wollt? Ein abgehacktes Teil. Auf die Bitte zu antworten kam, das war auch sehr spannend, ganz gewiss nicht. Das hat interessant gepasst. Wir haben einen da, Schattenbilder. Ihr hört heute auf hier. Das ist auch sehr abweisend. Dich, ich einer, eins zur Ruhe. Das, ja, auch interessant. Das Grab, wiederum passend für diese Location, getrennt von, war eine Aussage, du musst aufhören, auf dich Wut, Kinder, es lügt ein Gott. ja. Und der Teufel sieht's, gell? Ja. Jetzt habe ich es vorweggenommen. Sind gestorben, 8 Tage lang. Und jetzt die Meldung: ihr Auto, das kommt jetzt gleich,
das Gedudel, ja, weil wir da herumnerven. Erstgeborene, Mutti, immer wieder etwas mit Traum. Geblendet. Das geblendet, ich habe zu dir gesagt, leuchte mal rüber zu der Kapelle. Genau, ja. Mit dem starken Scheinwerfer. In dem Moment, wo Jürgen rüber leuchtet, kommt die Meldung geblendet. Das war sehr spannend auch, ja. Das war eine sehr starke Taschenlampe. Unmittelbar direkt, ja. Und die blendet wirklich. Das Ding ist wie Fernlicht bei einem LKW. Ja, Und die Namen Emma, Anna und Jonas sind aber niemandem bekannt. das haben wir mittlerweile überprüft, ja. Weiß keiner was. Das Grab, wo die Kinect so extrem aktiv war, ist da tatsächlich das von einer 19-jährigen Frau, die sich aufgrund ihrer Schwangerschaft in der Donau ertränkt hatte. Ja. Und dieses Grab ist auch wirklich immer aktiv. Und dort kommen auch die meisten Aufforderungen zu gehen. Das Oder war auch die eben das Meldungen. Grab, wo die Kinect jedes Mal, wenn wir dort waren, diese zwei Wesen gezeigt hat. Und auch natürlich die Meldungen, dass wir stören. Das ist von dort auch gekommen. Ja, und nachdem sich das eben häuft und immer wieder bestätigt, nehme ich das auch in dem Fall absolut ernst. Ja, man sollte dort wirklich nicht mehr stören, denke ich auf jeden Fall. Ja, Thema, die Ereignisse nach der Untersuchung ansprechen, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Wir sind irgendwann einmal noch spät in der Nacht, bin ich nach Hause gekommen und ich habe einen Kater, den habe ich seit er ein Baby war, mit ein paar Wochen. Und der Kater, der liebt mich einfach, der ist immer bei mir, aber der war komplett merkwürdig, der hat mich gesehen und mit ganz großen Augen ist er dann wieder davon. Dann ist er doch zu mir, dann hat er mich angepinkelt. Ich war natürlich dann beim Tierarzt, um überprüfen zu lassen, wenn Katzen das macht, kann eine Blasenentzündung oder Harnentzündung vorliegen, aber es wurde ein Test gemacht und er ist gesund. Und ein paar Minuten später im Bett, er springt wieder freudig zu mir hin, bremst, schaut mich groß an, springt auf die Seite und pinkelt neben mich hin. Da habe ich mir schon gedacht, okay, was ist mit dem Kater los? Am nächsten Tag bei der Auswertung erfahre ich dann, dass ein Crewmitglied einen Autounfall gehabt hat. Ja, da kommen jetzt noch am Schluss ein paar Fotos dazu. Die Nadine hat freundlicherweise erlaubt, dass wir das eben auch zeigen dürfen. Wenn ihr das Auto seht, werdet ihr feststellen, das ist ein Ding, hätte auf jeden Fall tödlich ausgehen können, weil Gott sei Dank ist es glimpflich für sie ausgegangen. Also es ist zumindest keine wirklich schweren Verletzungen. ja, Das Auto schaut furchtbar aus. das ist auf jeden Fall fertig und das hat mich dann doch schon ein bisschen besorgt. Ja, und dann, ich war die ganze Zeit auch irgendwie komplett benebelt nach dieser Untersuchung. Unkonzentriert und benebelt und ich habe dann am Nachmittag unbewusst ein Wasserglas hergerichtet, was man normalerweise überhaupt nicht tut, dort, um etwas zu reinigen, Desinfektionsmittel eingefüllt und es sind ein paar Stunden vergangen und ich habe das vergessen, ja, dass ich das so gemacht habe das Glas genommen und habe das sozusagen in einem Zug blindlings ausgesoffen. Ich reagiere sehr, sehr negativ auf Alkohol, mir ist es wirklich schlecht gegangen, ich war im Krankenhaus und jetzt ein paar Tage später ist es noch immer total dramatisch für mich, ja, es brennt alles. Also es war auf jeden Fall kein guter Jahrgang. Ja, die ganzen Ereignisse, die haben mich schon gewaltig aus der Bahn geworfen. Das gebe ich zu, aber wir werden auf keinen Fall aufgeben. Es ist halt so, dass man als Ermittler in dem sowas rechnen Genre, muss, man ne? muss mit sowas leider rechnen und irgendwie auch damit umgehen lernen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei vielen anderen Teams, die uns da oder mir Zuspruch geleistet haben, weitergeholfen haben, teilweise um 3 in der Früh, bedanken, Teams aus Deutschland. Ja, also Super, ja. die Zusammenarbeit wird immer besser und das freut mich persönlich am meisten, dass das endlich so zu einem guten Miteinander kommt. Genau, das ist sehr, sehr positiv. Ja, das war es dann eigentlich von dieser Episode. Alles in allem eine für mich sehr spannende Untersuchung, eine ereignisreiche Untersuchung, aber halt eben auch mit ihren Tücken am Ende.
Silberstrafen draußen am Horizont. Ein Boot bricht auf zu seiner letzten Mission. Zum Umkehren ist es viel zu weit. Ein Sturm zieht auf und der Regen ist nicht weit. Der Kurs zum Zeitpunkt unbekannt. Für alle geht die Reise in das ferne Land. Den Wind im Rücken und die Segeln sind gesetzt. Und die zurückbleiben, die werden verletzt. Regen, Regen, Feuer, verdeckt die Tränen in mein Gesicht. Dunkle Wolken warnt sich aus. Und danach wird's wieder Licht. Wird's wieder Licht. Ich denk gern zurück an die gemeinsame Zeit. Ich hab's schon gespürt, du warst bereit.